So, hallo und herzlich willkommen. Welcome to my fourth Livestream Concert Sundays at 7. Herzlich willkommen zu meinem zu meinem dritten. Wir sind erst beim dritten. Herzlich willkommen zu meinem dritten Livestream Concert Sundays at 7. So, it's my third. It's not my fourth, it's my third. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute auch ein spannendes Programm mitgebracht und einen spannenden Gast dabei. So, I have an interesting program and an interesting guest. Und ich fange mal an. Da hat schon Sabine Neumann, ja, viele Grüße aus Chemnitz. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf dich. Mein erster Song ist ein Coversong und den findet ihr übrigens auch auf meinem Album Off the Beaten Track. Und es ist Blackbird von Paul McCartney und John Lennon. Jetzt kann ich auch gleich nochmal das Banner dazu einblenden. So my first song is from my album Off the Beaten Track, and it's Blackbird by Paul McCartney and John Lennon. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war Blackbird in meiner eigenen kleinen Fassung, Transkription mit einem mit einem kleinen Improvisation zwischendurch. So this was my own adaptation of the song Blackbird with my own improvisation about it. Ihr könnt ja mal gerne in den Chat schreiben, ob das so von der Lautstärke so passt und vielleicht auch, wo ihr herkommt. Das würde mich natürlich wieder interessieren. Hallo Heidrun, schön, dass du dabei bist. Ihr grüßt aus Berlin, sehr schön. Michael, super, die Beatles. Andrew Kagan, wonderful. Thank you for joining. Aus Bielefeld ist der Michael und Jevelin ist wieder dabei. Hello Jevelin vom Durban, Südafrika. André Loop, sehr schön. Du bist auch aus Berlin, ne? Und Meusen. Thank you for joining. Ich habe einen zweiten Titel mitgebracht. Und zwar ist das von einem
kann ich das eine mal wieder ausmachen. Und zwar ist es von einem Cellisten, Komponisten aus den USA. Es ist ein reines Cello-Stück und es nennt sich Julie O. So the next song is from a cello composer from the United States. He is Mark Summer and the piece is Julie O. Dieser Song war eigentlich der erste Titel, mit dem ich angefangen habe, so off the beaten track, also außerhalb meiner gewohnten klassischen Pfade zu gehen. Also ich habe sehr lange eben im Orchester gespielt. Und als ich dann meine letzte Stelle gekündigt hatte, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt anderes? Ich muss irgendwie was machen, was mir gute Laune macht. Und da gab es einen Meisterkurs in Rutesheim für Jazz-Cello bei Stefan Braun. Und dann habe ich mich mit diesem Stück eigentlich für diesen Kurs angemeldet. Ich konnte selber gar nicht improvisieren und habe dann erst quasi dort das Improvisieren gelernt. Dieses Stück ist natürlich durchgeschrieben, durchkomponiert, aber es gibt einen Teil, wo man auch eben improvisieren darf oder wo man sich kreativ auseinandersetzen kann. So actually I was telling that this piece was my first time that I started improvisation on the cello, because before that I was playing in different orchestras, and then I quit my last job and I was telling myself, what shall I do? I will have to do something else and something beautiful. And I inscribed into a masterclass by the jazz cellist Stefan Braun in Rutesheim. And there was my first there were my first improvising steps on the cello, and I practiced this piece for this class. And there's a tiny part where you can also write your own, like cadenza. You can also improvise it. And this was actually the first piece that I wrote, that I played of the normal classical style. Ja, ich wünsche euch viel Freude damit. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Kommentare rein. Ja, Marina, alles super, perfekt. Das freut mich, dass der Klang gut da ist. Ah, der Johannes ist auch mit dabei, aus der Nähe von Köln, mit Cello, Piano und zur Hochzeit. Super, sehr schön. Grüße aus Wien, sagt dir Stefan. Dankeschön. Ihr freut mich, dass ihr dabei seid. So, thank you for joining. Jetzt kommt mein nächster Song, Julie O. von Mark Summer.
Ja, das war Julie O. So, this was Julie O by Mark Summer. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Grüße aus Stuttgart. Hallo Alena, dass du dabei bist. Hallo Christian. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Ach, Ariane ist auch wieder da. Schön, dass ihr alle dabei seid. So thank you for watching. Thank you for joining also to South Africa or where you are in the world. Mein nächster Gast kommt jetzt aus Ungarn. Und zwar ist das Felician Kalmus. Und so my next guest is coming from Hungary. And it's Felician Kalmus. Und er ist auch Cellist. He is also cellist and he also produces his own music. He writes, composes and produces and releases. Also er schreibt, komponiert, produziert seine ganze Musik. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er für uns vorbereitet hat. Er hat uns einen kleinen Trailer mitgebracht und den führe ich jetzt einfach mal vor. So, he gave me a trailer and I'm showing you the trailer to Felician. Und dann freuen wir uns. Ja, hallo Felician, schön, dass du dabei bist. So, welcome, Felician. Good evening. Hi everyone. Hi guys. Welcome to congratulations for the first two music. Thank you. And congratulations awesome. for your trailer and for your music. So I'm afraid it was a bit loud and I have loudspeakers now, but we couldn't okay. drop the volume of the trailer. That's it. Yeah. So eigentlich hatten wir, actually we had prepared one video of Felician playing. That was the art of pollution. And when we joined the stream, we saw that it had to be changed the format. So sadly, you're not going to hear this song, but we will show the link. And he's also playing two other songs of himself. And so, wir hatten eigentlich geplant, dass Felician sein eigenes Video zeigt. Das war die Art of Pollution. Als wir jetzt live gegangen sind, haben wir gemerkt, das Video muss noch das Format irgendwie ändern, bevor das hier angezeigt werden kann. Und das ging dann nicht mehr. Wir werden aber noch den Link zu diesem Video später noch in die Kommentare reinstellen. Und jetzt werde ich erstmal fragen, wie machst du das eigentlich, wenn du deine Songs komponierst? Hast du da kommt dir da eine Idee speziell oder hast du ein Thema, worüber du schreiben musst? Wie war das jetzt bei diesem Film, The Art of Pollution? Gab es erst diesen Film oder gab es von dir die Inspiration? So the question is, how do you compose music? Does it go into do you just have an idea? Or do you have a project like this Art of Pollution where you have to a special amount of time where you have to compose amount of time or a theme? How do you start composing? Well, back to this specific video, The Art of Pollution, that we cannot see. But why is it important? Both of us. I mean, me and the creator. We sat together with Milan Radicic, who is a photographer,
and we plan to create a video together about the pollution. Both of us are quasi. We really take a care about our environment, and we are sad when we see lots of the pollution what we on the earth. So we just created this video, and it won 20 or 22 international prizes. So I really highly suggest you to listen it. Back to the music. So did you have the video first, or did you have the music first? We were working together, and back to the music. I had a team in my head. It was just a simple one, but the question was how I'm right. This is what I had at the beginning. Just that's all what I had in my head, and I sat down and I started writing. This specific part, what I played, will be just in the middle. I hope you guys video and you will like it very much. I've the message of the video as well. Sorry. I've put the link into the comments, so you can open it later and save it for later for watching. Cool. Vielleicht erkläre ich, maybe I translate it until now. Because, also hat halt dieses Video zusammen mit dem Filmografen aufgenommen. Also eigentlich, genau, der Filmdirektor hat die Bilder geliefert, und es geht eben um die Umweltverschmutzung. Und wenn man dieses Video anschaut, sieht man einerseits, dass diese Bilder natürlich einerseits schön aussehen, aber man sieht natürlich auch die Verschmutzung. Und es ist diese Verbindung eben von einerseits Schönheit, aber eben auch gleichzeitig der Verschmutzung der Erde. Und die beiden haben eben zusammengearbeitet, und er hat jetzt eben über das erste Thema, über das eindrucksvolle Thema, was in diesem Film dann vorkommt, gesprochen, dass sehr schnell viele Läufe drin sind. So it's also did you include into the music because the video, the pictures look beautiful, but then you see it's beautiful, but it's pollution. So there's the contrast between the beautiful pictures and the actually being pollution. Yeah, the director is just a genius. So, he had the photographs, he had the recordings, he had the footage, but the idea was just to make some kind of slideshow, and we decided to make a complete video with this music. Mm-hmm. So you decided to have like 4 minutes long, or you decided no, then just let the music flow. The next step was the music, and he made all the editing, the cut on the music. Ja. Also genau, also hat so there first was the music, or? Yes, now in this specific case the first was the music. Usually when we write, it used to be, I mean, the film, at least we have to wait the final cut, or at least some kind of rough cut to start writing. Ja. In this specific case, we just changed the order. Okay, also Sie haben das eben so gemacht, dass Sie dass er erst die Musik komponieren konnte, und dann ist der Film drüber entstanden. Normalerweise, wenn man Filmmusik macht, ist es ja meistens andersrum, dass erst der Film da ist und dann muss man sich was ausdenken drüber. Und genau, wie viele Layers hast du letzten Endes, weißt du das noch, wie viele Layers? How many layers of music have you recorded so that your music works together? I think my in ever I did, it was maybe 47 cello layers. Wow. That was the maximum. It was kind of crazy.
sometimes it's good to make a massive wall of a wall of cellos, but sometimes you don't need to do it because it will be too thick. Also er hat 47 Cello-Layers übereinander eingespielt und dann zusammen gemastert und das war eins der größten, quasi seiner größten Cello-Projekte mit so viel Stimmen, die wie so eine Wand dann wirkten. Do you have something else to tell us about this song, or how do you produce music in general? I think I won't tell anymore because if well, I hope they will watch the video. Yeah. Music, they will understand the pictures, but without having some kind of idea about the video. I mean, we cannot insert it all because we failed with the converting. So I mean, just talking about without any context. Aber du könntest a bit boring. Ja. Aber du könntest, but you could play some other music of yourself that you also composed yourself. Sure. I have a now it's winter time, so I think I should play one of my it's on my second CD, second album, and the title is Waltz. Mm-hmm. It's just some kind of waltz. I really love Shostakovich. I played lots of Shostakovich in the music academy. Music is, well, it reminds me some on a Shostakovich piece, but sure, it's not as a Shostakovich piece. It's inspired by Shostakovich. Ja, also er spielt jetzt für uns ein nächstes Stück, was er selbst komponiert hat, wo er auch eben das Playback alles selber erstellt hat, und das ist der Winterwalz, also Winterwalzer, und das ist inspiriert von Shostakovich. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Freude erstmal beim Zuhören. Oh, thank you very much. No, just want to, because we were talking about cello layers, and this specific piece doesn't have any cello layers at all. It is arranged for symphonic orchestra, so I played with symphonic orchestra already. I hope you will like it. Thank you.
Bravo. Yeah. Unfortunately, I think the internet connection is not so great. I hope everybody could listen to you and could watch you perform. Und so leider ist die Verbindung jetzt so ein bisschen schlechter gewesen. Ich hoffe halt, dass jeder das, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob man das gut hören konnte und sehen konnte. So where can people find your music? So do you have an album that one can buy, or do you stream only? How do you promote your music? Yeah, I have two. I've already 2 albums, but I have lots of singles. All of my singles, all of my albums are uploaded to, all the known streaming platforms like iTunes, Spotify. So just feel free to listen them, because I don't really think that we still use CD. But I have CD. I have 2 CDs. I have them in boxes. And you have printed them. Yeah. When I go to concerts, and if anyone still has CD player, I'm really happy to sell them. Yeah. So do you send them to Germany? Your CDs? Yes. So people can just write you and you will send them. Thank you very much. Yes. Yeah, also how many CDs do you have? 2. You have 2 albums? I have 2. On the first album, I Hungarian folk song covers, but they are somehow not really covers. They are some really cool pieces. If you don't know the folk song, the original of the song as well. And one I'm playing just on compositions like this one. This one there was as well. Also er hat 2 Alben rausgebracht, die kann man auch bei ihm bestellen. Der Link zu seinem Shop ist oder zu seiner Website ist auch oben, dann könnt ihr einfach ihm eine Nachricht schreiben, wenn ihr Lust habt. Oder auf Facebook, genau. Also ihr könnt ihm überall schreiben, er schickt sehr gerne diese CDs auch raus, aber er hat es natürlich auch auf den Plattformen, auf iTunes, auf Spotify und Amazon rausgebracht. Da kann man seine Musik hören und eben auch YouTube und wie ist das eigentlich? Kann man mit Spotify Geld verdienen? So can you earn money with Spotify? You had a theory if you are on 5,000 different playlists, writing the music that is good for. I mean, if you is with different type of music and you start to get on those playlists, maybe you can. Earn music, but I think this is an international problem everywhere. That the big producers are saying that you cannot make the same money as before when selling CDs. Do you know how much you earn each month with Spotify? Do you have it in your head? I don't care about. I just €1. I had already song select by Spotify. Spotify, what is the name of? I just forget. I wrote you editorial playlist. Yeah. So once my song got on editorial playlist, it did 10,000 of play, but still it's compared to the recording. Ja. Also genau, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie das ist, wenn man jetzt eben online seine CD veröffentlicht und sie jetzt auf Spotify und die meisten hören halt schon Spotify, also die wenigsten laden sie sich dann bei iTunes oder so runter. Genau, man verdient eigentlich, so actually you earn 0.005 euros, so it's less than 1 cent. That you earn per stream. Also man verdient eigentlich, glaube ich, sogar 0,005 Cent. Also noch nicht mal eben 1 Cent pro Stream. Und jetzt überlegt mal, wie viel man für ein Brötchen bezahlt, ohne dass man sich durch den halben Bäcker durchgetestet hat. Das ist eigentlich genau sehr, sehr wenig, was dabei rumkommt. Dass der Grund ist, das haben wir beide eben auch gesagt, also es ist super, wenn man
eben auf Playlisten landet, die haben dann aber meistens eben so Mainstream-Sachen. Also wenn man das Glück hat, eben Mainstream-Musik zu machen. Yes, but when you write music, the first motivation is not to get on any, specific or a common playlist. You are not writing a new song. Ja. So, also genau, das Problem ist halt, dass wir eigentlich unsere Musik selber machen und mit der Hand machen und eigentlich unsere Musik, die in uns drin ist, machen wollen und nicht jetzt gucken, was gibt es für Spotify-Playlisten, die groß sind, wo könnte meine Musik reinpassen, sondern dass es eigentlich umgekehrt ist. Und da ist halt ein großes Problem, weil das halt eben, weil die meisten Playlisten sehr Mainstream sind und da spezifische Sachen halt erfordert sind, zum Beispiel Cello oder irgendwas. Und da ist es wirklich schwer, so richtige Playlisten zu finden, die dann auch mit einem mit der eigenen Musik zusammenstimmen und wo man halt wirklich dann auf Dauer auch Geld verdienen kann. Genau. Also Felician wurde zum Beispiel irgendwann ganz in so einer Editorial-Playlist aufgenommen. Und hatte das Glück, aber danach ist es wieder runtergegangen. Und aber magst du noch weiter was erzählen, wie du, du bist ja eigentlich du bist jetzt noch Fotograf, ne, nebenbei, ne? Also du bist nicht nur Cellist, Produzent, Komponist, sondern du bist jetzt auch Fotograf. So you're not only cellist, you're also photograph now. No. We opened, we created a studio. I'm sitting in our own studio with my darling, and we created this studio and just started because we didn't want it to sit at home and just that we cannot go to concerts. So we started to develop our lovely new place. Mm-hmm. But I'm still not a photographer. I want to stay a musician. And But I've seen beautiful pictures that you. There's those pictures on your photograph site from you or from somebody else? It's somebody else. Yes, sure. Ah. Okay, also Sie haben jetzt in der Pandemie eben ein Fotostudio eröffnet, weil Sie natürlich auch nicht auftreten konnten. Und dort wird übrigens auch jetzt diese Aufnahme, also was man im Hintergrund sieht, ist dieses Fotostudio. Und haben das wunderschön eingerichtet. Und jetzt kann man natürlich auch Musikvideos machen. Also so, actually you can film music videos also there at your place. Did you have already musicians there that Sure. Yeah. Some musicians, they recorded their Christmas video. One made right here. Ja. And another one in another studio, other part of the studio. Ah, yes. Okay. Also es Some gibt auch so ein paar Musiker, die schon yes. ihre Videos dort gedreht haben, ihre Weihnachtsvideos. Genau, also wenn ihr in Ungarn seid, in Budapest seid und einen Musikplatz zum Musikvideo drehen braucht. Or just a new portfolio, new photo portfolio, just let me know. We have backgrounds, black and gray, the common ones. Do you want to play another song, another piece for us? Should ask the others what they want. If they want to hear something new, because I prepared some kind of music that is not as classic as the previous one was. It's rather some kind of electronic music and classical music. Ja, wir haben jetzt erstmal So we have two comments. Ja, genau. Also einerseits sagt Ariane, ja, die Verbindung ist jetzt nicht so ganz so gut, aber man konnte es trotzdem gut hören. Yeah, that was the connection is not so good, but you could hear this. Und André sagt, ich streame grundsätzlich nicht, weil die Musik komprimiert ist. Es fehlen wichtige Toninformationen. Ich höre nur CD. So André is saying he doesn't stream in general because the music is absolutely compressed. And they are missing some important informations. Jetzt
actually it's only MP3 and a Some new WAV, stuff. and on the CD it's a WAV file, so it's compressed and it's also reduced. It's like when you upload a video or when you send a video via WhatsApp, it gets compressed. So it's a low quality. Also es ist eigentlich genau, die Musik wird komprimiert bei Spotify auch. Man hat nur eine MP3-Format, man hat keine WAV-Datei. Und das ist eigentlich wie, wenn man sich zum Beispiel per WhatsApp ein Video schickt, dann wird es auch komprimiert auf Deutsch. Und dann wird es einfach geringer, die Qualität dann. Ne? Yes, this is the same with the online concerts as well. This is the same with online concerts as well. Ja, er sagt es das gleiche mit Online-Konzerten. Natürlich brauchen wir eigentlich Live-Publikum, ne? Eigentlich brauchen wir Live-Menschen, die wir sehen, mit denen wir uns unterhalten. Yes. Jeder Mensch braucht Live-Menschen. Und wir brauchen auch unser Live-Publikum, die dann, wo wir die Gesichter sehen können. So everybody actually, also the streaming concerts are compressed because we need live public, we need to see the faces of the public, to see when they're smiling and if not. And wir brauchen euch eigentlich alle im Konzert. Es wäre schön, wenn ihr nach diesem ganzen Lockdown wieder ganz viel Live-Musik besucht und wieder in vielen Konzerten. So it would be lovely if you join concerts after the half lockdown that we have now, and visit as many musicians as you can, so just to feel the music again and to feel the musicians. Ich bin trotzdem noch ich bin gespannt, weil du hattest noch einen zweiten Titel. So you had another. Okay, this will be music about. I started writing it at the beginning of the lockdown. Title is Fragile World, and you can find it on YouTube, you can find it on Spotify. There's a video, I mean it was an online recording for online concert. Like it, just feel free to listen it as much as you can. Ja. Also der nächste Titel heißt Fragile World. Ich kann jetzt auch schon mal den anmachen, während er sich noch vorbereitet. Genau, der nächste Titel heißt Fragile World und den hat er jetzt im Lockdown geschrieben. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Bravo. Ist echt total schön. Und das ist andererseits auch so schade, weil ich weiß, dass er sich eigentlich echt sehr, sehr gut vorbereitet hat. Und wir haben das vorhin schon ausprobiert und der Stream war perfekt. Und es ist immer irgendwas in dieser Live-Situation. So, there's always something. He prepared so well, and I know because we did the check-up with everything, with the video and the microphone, and now there's a little bit delay of the internet, and it's just a pity that you prepare so well, and then there's something that is out of control, like the internet is not as good as it was 1 hour before, and this is the negative part of the streaming situation. But your music was so beautiful. You're talking about something that I didn't watch myself while playing. Say it, you couldn't hear or you couldn't see. I don't know what happened. Is it? Yeah, the sound broke off sometimes, and when you're playing, so the music was playing, but your fingers were in a different place. So it was. That's the magic of the online. Yeah. At least there should be some barrier between live concert and online concert. And now everybody has to watch your videos and your music again to watch it in full quality. Genau, also ihr müsst einfach alle genau nochmal seine Musik anschauen und auch anhören, weil dann habt ihr natürlich das volle Klangerlebnis. Ja, Felician, hast du sonst noch irgendwas, das du uns sagen möchtest? I do you have something else to tell us? I think I should let go everyone to have the dinner or Not yet. I will be playing another song. That's why we have to. I want to say goodbye and thank you very much for inviting. I hope, guys, you enjoyed my program. Yes. Just do music. If you like, you're welcome to write comments below my YouTube videos or just share. Yeah, and follow him on Facebook and on Instagram and on YouTube. And I hope to see Thank you for guys joining my sometimes. stream. Thank you for having you as a guest. Ganz vielen Dank, lieber Felician, dass du da bei uns da warst. Und wenn ihr das auch so toll fandet wie ich, dann geht einfach auf seine Kanäle und abonniert ihn überall. Dann wächst er auch so ein bisschen. Und bei YouTube kann man ja auch ab einer gewissen Zahl dann das monetarisieren. Das würde allen Musikern sehr, sehr helfen. Oder kauft am besten seine CD. Genau, also dann vielen, vielen Dank. Und wir beide sehen uns noch. Aber der Felician geht jetzt weg. Genau. Ich habe noch einen Song, jetzt kann ich das auch hier verstecken, einen Song für euch mitgebracht, und zwar ist der von meinem eigenen Album, der heißt So Wrong. Und genau, ich kann euch ja einfach nochmal dran erinnern, dass es ja auch ein Ticket zu erwerben gibt. Also das hilft uns natürlich unwahrscheinlich. Es ist natürlich auch viel Aufwand, so eine Streaming-Konzertreihe zu machen. Ich habe jetzt 7 Konzerte insgesamt geplant, davon ist es jetzt das 3. Im nächsten Monat kommen dann nochmal 4, also jeden Sonntag kommt ein Konzert. Und das ist natürlich nicht nur die Zeit, die ich jetzt hier sitze, sondern es ist viel Schreiberei mit den ganzen Musikern, die dabei sind, Termin ausmachen, hin und her E-Mails schicken, natürlich auch einladen hier in den Stream, dass man so einen Soundcheck macht. Und da wäre es eigentlich cool, wenn ihr einfach genau euch ein Ticket kauft, wie ihr das natürlich im normalen Konzert auch machen würdet. Und wenn euch das gefallen hat. So, I was just telling that if you liked this concert, it would be really great if you also could pay for a virtual ticket on PayPal. Also, there's also another link above or below the video, which is also for easy for cards. I think it's also possible to pay, not only PayPal, but it's also possible to pay with normal credit card.
because it's not only the time that I spent here in this concert with the musicians, but it's also so much time to having a sound check, talking, inviting all the other musicians. I have set up like 7 concerts in total, so we played 3 of them already. And it would be just great if you normally go to live concerts and pay for your tickets to just pay for your tickets here as well. So thank you so much. Ich werde jetzt als letztes eben, wie gesagt, noch einen Song von mir spielen. So as I said, I will be playing one song of my last album. It's called So Wrong. Also der nächste Titel heißt So Wrong und ich erzähle mal ein bisschen darüber, was ich mir dabei gedacht habe, den zu schreiben. Es war eigentlich einer meiner ersten Songs und da ging auch so ein bisschen um diese Metamorphose von klassischer Cellistin zu moderner Cellistin hin. Ja, weil es für mich natürlich ein großer Schritt war irgendwie, ein großer Schritt ins Irgendwas. Also ich wusste es gab keinen, der diesen Weg schon gegangen ist. Wie im Orchester, da gibt es natürlich viele, die Probespiele machen, Stelle kriegen und dann so der Weg vorgegangen wird. Und bei mir ist es halt relativ neu. Also ich wusste gar nicht, wo es mich hinführt. Ich wusste einfach nur, dass ich selbst meine Musik schreiben möchte. Und es hat mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, diese Situation, weil ich oft gesagt bekommen hatte, ja, du bist nicht gut genug, vergleich dich doch mit anderen. Vielleicht solltest du gar nicht Musik studieren, vielleicht solltest du kriegst eh eine Stelle und vieles hat sich in meinem Kopf eingeprägt, weil man natürlich in so einer musikalischen Familie so als perfektionistisch veranlagt ist, eben auch mit dieser ganzen klassischen Ausbildung. Man ist in diesem Wettkampf so drin und das sind alles so Wörter, die in meinem Kopf dann so rumschwirrten und da muss ich einfach sagen, das ist so falsch. Alles, was mein Kopf da mir jetzt immer so sagt, ich muss diese Wörter einfach ausstellen und ja, das ist dieser Song So Wrong. So I was telling that when I changed from my classical me to the modern cello me, it was like a metamorphosis and I had to, there was no path that anybody had walked before. I had to do my own music and I had to write my own music. And it reminded me that when I was younger, there was so much competition and also my parents told me you get never a job in the orchestra or you will, I don't know, it's better you don't study music. And I just had to tell me it's so wrong. It's so wrong because, there's always a way. If you want to do something, there's always a way. And I realized that since I'm walking my own path, things are coming back to me that I've never imagined. And it's just that sometimes it's like this, that you want something, but you don't get exactly this thing, but you get another chance. But that you don't know yet. So you put something in the internet and somebody else is asking you to record something for him. And this is just a beautiful way of life because there's always a solution coming. So the universe takes care of us and supports us in our ways. Genau, also ich habe jetzt noch gesagt, dass der eigentliche Weg nämlich anders aussieht, wenn man sich auf einen Weg entscheidet zu gehen, passiert letzten Endes nämlich was anderes. Also wenn man jetzt ein Video zum Beispiel ins Internet stellt und man erwartet jetzt ganz, ganz viele Klicks, wird bestimmt nicht das passieren, aber man wird vielleicht von einer anderen Stelle dann angeschrieben, mit einem anderen Projekt teilzunehmen und dieser Weg, wenn man genau weiß, was man will, dann wird er sich einem offenbaren und das finde ich das Schöne. Ja, und jetzt kommt eben, wie gesagt, So Wrong, weil man natürlich diese anderen Stimmen, die dann negative Dinge sagen in einem Kopf, du kannst das nicht und so, weil man die natürlich alle ausstellen muss. So, this is so wrong because you have to switch off the negative thoughts in your mind.
This is also wrong. Lying to myself, people being strong, and me trying to hide myself. Wrong. I just wanna break out, run away from the voices in my head, and they will go on, and they will be strong. Hold my head up high with a smile until I find my way. As a child, I was told to behave and not to live my life how I wanted it to be. But now I try to liberate my mind from the rules which I was told to be the truth. And I will be free forever, I will be at peace forever when I finally find myself in me. Everything is wrong, there's lying to myself. Everyone is strong while I'm trying to hide myself. Wrong, I just wanna break out. Everything is spinning in my head, but it will go on, and they will be strong. Hold my head up high with a smile until I find my way. I've tried to please the world instead of saying the things that I really think. But from now on, I'll stop lying to myself. From now on, I will speak my truth out loud. Yes, I will be free forever, I will be at peace forever. Finally, I found myself in me. All of that was wrong, that lying to myself. I'm the one who's strong, and I won't ever hurt myself. Wrong, and I'm going to break out, run away from the voices in my head, and I will go on. I'm already strong. Hold my head up high with a smile to lead me on my way. With a smile to lead me on my way. With a smile to lead me on my way. Ja, dann ganz lieben Dank. Ich schaue noch mal, was ihr alles geschrieben habt. Das ist halt, hat ja geregnet hier an Kommentaren. Ja, ganz vielen Dank, lieber Jevelin, liebe Esther. Schön, dass ihr dabei seid. Eine mutige Verwandlung, genau. Dankeschön, liebe Esther. Christian, schönen Abend. Marie,
Thank you, Mara. Ja, also ganz lieben Dank, dass ihr alle wieder dabei wart und dass ihr genau mit uns diesen Abend verbracht habt. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, wünsche euch noch einen schon wunderschönen Abend. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Gast. Diese Gästin spielt dann Harfe für uns. Also Nicole Müller haben wir dann da und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil sie sich auch auf den Jazzweg gemacht hat und ich bin sehr gespannt, was sie uns sagen wird. So thank you everybody for joining us. I'm going live in 1 week again next Sunday and I will have a harpist player as a guest, Nicole Müller. Will be playing harp for us and I'm interested to listening to her music because she also got inspired by jazz music and by improvisation and I'm curious what she has to tell us about. Also, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dann. So, see you next week and bye bye.